Wir würden natürlich gerne normale Beziehungen zu all unseren Nachbarn haben, aber generell zu allen Ländern auf der Erde, besonders zu einem großen Land wie den Vereinigten Staaten. Präsident Putin hat wiederholt seinen Respekt für das amerikanische Volk, die amerikanische Geschichte und die amerikanischen Errungenschaften in der Welt zum Ausdruck gebracht. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mal ehrlich, sind Russland und die USA eigentlich schon im Krieg? Diese Frage hat Tucker Carlson direkt an Sergei Lavrov gestellt und dessen Antwort bringt jede Menge Brisanz mit sich. Was steckt hinter den Vorwürfen? Hybrider Krieg, rote Linien und die Rolle der Ukraine. Und warum spricht Lavrov plötzlich von friedlichen Lösungen? Warum ihr das sehen müsst? Hier bekommt ihr die russische Perspektive ungefiltert mit spannenden Aussagen, die den Westen und die NATO direkt ins Visier nehmen. Es wird klar, warum dieses Interview für Schlagzeilen sorgt und was das für die globale Politik bedeutet. Wenn euch solche Einblicke gefallen, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und vor allem schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Auf geht's! Minister Lavrov, danke, dass Sie das machen. Glauben Sie, dass die Vereinigten Staaten und Russland gerade im Krieg miteinander sind? Das würde ich nicht sagen. Und auf jeden Fall ist das nicht, was wir wollen. Wir würden natürlich gerne normale Beziehungen zu all unseren Nachbarn haben, aber generell zu allen Ländern auf der Erde, besonders zu einem großen Land wie den Vereinigten Staaten. Präsident Putin hat wiederholt seinen Respekt für das amerikanische Volk, die amerikanische Geschichte und die amerikanischen Errungenschaften in der Welt zum Ausdruck gebracht. Und wir sehen keinen Grund, warum Russland und die Vereinigten Staaten nicht zum Wohle des Universums zusammenarbeiten können. Aber die Vereinigten Staaten finanzieren einen Konflikt. Was passiert in der Ukraine? Manche nennen es einen hybriden Krieg. Angriffe auf Russland selbst. Also stellt das keinen Krieg dar? Nun, offiziell sind wir nicht im Krieg. Aber was passiert in der Ukraine? Nennen manche es einen hybriden Krieg. Ich würde es auch als hybriden Krieg bezeichnen, aber es ist offensichtlich, dass die Ukrainer das, was sie tun, mit modernen Langstreckenwaffen ohne die direkte Teilnahme amerikanischer Soldaten nicht könnten. Und das ist gefährlich, da gibt es keinen Zweifel. Wir wollen die Situation nicht verschärfen, aber da ATACMS und andere Langstreckenwaffen gegen das Festland Russland eingesetzt werden, sozusagen, senden wir Signale. Und wir hoffen, dass das letzte, vor ein paar Wochen, das Signal mit dem neuen Waffensystem namens Arechnik ernst genommen wurde. Wir wissen jedoch auch, dass einige Beamte im Pentagon und an anderen Orten, einschließlich der NATO, in den letzten Tagen angefangen haben zu sagen, dass die NATO zwar ein Verteidigungsbündnis ist, aber manchmal kann man auch zuerst zuschlagen, denn der Angriff ist die beste Verteidigung. Einige andere. Stratcom, denke ich. Bukinin ist sein vollständiger Name, ein hochrangiger Vertreter von Stratcom. Er sagte etwas sehr Wichtiges, das die Möglichkeit eines Austauschs von begrenzten nuklearen Angriffen und solche Drohungen zulässt, sind wirklich besorgniserregend. Denn wenn Sie der Logik folgen, die einige Westler in letzter Zeit verkündet haben, dass man, nicht glauben soll, dass Russland rote Linien hat. Sie verkünden ihre roten Linien. Diese roten Linien werden immer wieder verschoben. Das ist ein sehr schwerwiegender Fehler. Das ist es, was ich
Ich möchte auf diese Frage antworten. Es sind nicht wir, die den Krieg begonnen haben. Putin hat wiederholt gesagt, dass wir die Operation gestartet haben, um den Krieg zu beenden, den das Kiewer Regime gegen sein eigenes Volk in den Teilen des Donbass durchgeführt hat. Und in seiner neuesten Erklärung hat der Präsident klar angedeutet, dass wir auf jedes Ereignis vorbereitet sind. Aber wir ziehen eine friedliche Lösung durch, Verhandlungen vor, die auf der Achtung der legitimen Sicherheitsinteressen Russlands und auf der Achtung der Menschen basiert, die in der Ukraine leben, die immer noch in der Ukraine leben und Russen sind. Und ihre grundlegenden Menschenrechte, Sprachrechte und Religionsrechte wurden durch eine Reihe von Gesetzen, die vom ukrainischen Parlament verabschiedet wurden, ausgelöscht. Und das begann lange vor der speziellen Militäroperation. Seit 2017 wurden Gesetze verabschiedet. Wurden verabschiedet, die russische Bildung auf Russisch verbieten. Russische Medien, die in der Ukraine tätig sind, verbieten. Und dann ukrainische Medien, die auf Russisch arbeiten, verbieten. Und das Neueste ist natürlich, dass auch Schritte unternommen wurden, um alle kulturellen Veranstaltungen Russisch abzusagen. Russische Bücher wurden aus Bibliotheken geworfen, ausgerottet. Und das Neueste war das Gesetz, das die kanonische ukrainisch-orthodoxe Kirche verbietet. Und wissen Sie, es ist sehr interessant, wenn Menschen im Westen sagen, wir wollen, dass dieser Konflikt auf der Grundlage der UN-Charta und der Achtung der territorialen Integrität der Ukraine gelöst wird. Russland muss sich zurückziehen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen sagt ähnliche Dinge. Kürzlich hat sein Vertreter wiederholt, dass der Konflikt auf der Grundlage des Völkerrechts, der UN-Charta und der Resolutionen der Generalversammlung gelöst werden muss, während die territoriale Integrität der Ukraine respektiert wird. Es ist ein Irrtum, denn wenn du die Charta der Vereinten Nationen respektieren willst, musst du sie in ihrer Gesamtheit respektieren. Und die Charta der Vereinten Nationen besagt unter anderem, dass alle Länder die Gleichheit der Staaten und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung respektieren müssen. Und sie haben auch die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen erwähnt. Und es ist klar, dass sie die Reihe von Resolutionen meinen, die sie nach Beginn der speziellen Militäroperation verabschiedet haben und die eine Verurteilung Russlands fordern. Russland soll sich aus dem Territorium der Ukraine innerhalb der Grenzen von 1991 zurückziehen. Aber es gibt auch andere Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die nicht abgestimmt wurden, aber die konsensuell waren. Und darunter ist eine Erklärung zu den Grundsätzen der Beziehungen zwischen Staaten auf der Grundlage der Charta. Und es sagt ganz klar, dass im Konsens alle die territoriale Integrität der Staaten respektieren müssen, deren Regierungen das Recht der Völker auf Selbstbestimmung respektieren und deshalb die gesamte Bevölkerung vertreten, die auf einem bestimmten Gebiet lebt. Zu behaupten, dass die Menschen, die im Februar 2014 durch einen Militärputsch an die Macht kamen, die Krimbewohner oder die Bürger der Ost- und Südukraine vertreten, ist absolut sinnlos. Es ist offensichtlich, dass die Krimbewohner den Putsch abgelehnt haben. Sie sagten, lass uns in Ruhe. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Das hat Donbass auch getan. Die Krimbewohner hielten ein Referendum ab und traten wieder Russland bei. Der Donbass wurde von den Putschisten, die an die Macht kamen, als terroristische Gruppe erklärt. Sie wurden beschossen, von Artillerie angegriffen. Der Krieg begann, der im Februar 2015 gestoppt wurde, und die Minsker Vereinbarungen wurden unterzeichnet. Und wir waren sehr aufrichtig daran interessiert,
dieses Drama zu beenden, indem wir die Minsker Vereinbarungen vollständig umsetzen. Es wurde von der Regierung sabotiert, die nach dem Putsch in der Ukraine eingesetzt wurde. Es gab die Forderung, dass sie einen direkten Dialog mit den Menschen führen, die den Putsch nicht akzeptiert haben. Es gab die Forderung, dass sie wirtschaftliche Beziehungen mit diesem Teil der Ukraine fördern und so weiter und so fort. Nichts davon wurde getan. Die Leute in Kiew sagten, dass sie niemals direkt mit ihnen sprechen würden. Und das trotz der Tatsache, dass die Forderung, direkt mit ihnen zu sprechen, vom Sicherheitsrat unterstützt wurde. Und sie sagten, sie seien Terroristen. Wir würden gegen sie kämpfen und sie würden in Kellern sterben, weil wir stärker sind. Hatte den Putsch im Februar 2014, das ist absolut klar. Hätten sie den Deal, der am Tag zuvor zwischen dem damaligen Präsidenten und der Opposition erreicht wurde, umgesetzt, wäre die Ukraine bis jetzt ein Ganzes geblieben, mit der Krim darin. Das ist absolut klar. Sie haben das Abkommen nicht eingehalten. Stattdessen haben sie den Staatsstreich inszeniert. Das Abkommen sah übrigens die Schaffung einer Regierung der nationalen Einheit im Februar 2014 und die Durchführung vorzeitiger Wahlen vor, die der damalige Präsident verloren hätte. Das wusste jeder. Aber sie waren ungeduldig und haben am nächsten Morgen die Regierungsgebäude eingenommen. Sie gingen auf den Maidanplatz und kündigten an, dass sie die Regierung der Sieger gebildet hätten. Vergleiche die Regierung der nationalen Einheit, um sich auf Wahlen vorzubereiten, mit der Regierung der Sieger. Wie können die Menschen, die sie ihrer Meinung nach besiegt haben, so tun, als ob sie die Behörden in Kiew respektieren? Weißt du, das Recht auf Selbstbestimmung ist die internationale rechtliche Grundlage für den Dekolonialisierungsprozess, der in Afrika auf der Grundlage dieses Charta-Prinzips, dem Recht auf Selbstbestimmung, stattfand. Die Menschen und die Kolonien haben nie jemanden vertreten, den sie in den Strukturen sehen wollen. Menschen im Osten, Süden der Ukraine, Donbass, Neurussland sehen das Zelensky-Regime nicht als Interessenvertreter. In ähnlicher Weise betrachten die Menschen im Osten und Süden der Ukraine, die Menschen im Donbass und in Neurussland, das Regime von Zelensky nicht als etwas, das ihre Interessen vertritt. Wie können sie als ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Traditionen, ihre Religion, all das verboten wurde? Ja, und der letzte Punkt ist, dass wenn wir über die UN-Charta, Resolutionen und internationales Recht sprechen, der allererste Artikel der UN-Charta, den der Westen im ukrainischen Kontext niemals erwähnt, sagt, respektiert die Menschenrechte aller, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion. Nimm irgendeinen Konflikt, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Brüssel, sie würden sich einmischen und sagen, oh, die Menschenrechte wurden grob verletzt, wir müssen die Menschenrechte in diesem und jenem Gebiet wiederherstellen, über Ukraine. Niemals haben sie die Worte Menschenrechte gemurmelt. Zu sehen, wie die Menschenrechte der russischen und russischsprachigen Bevölkerung gesetzlich völlig ausgelöscht werden. Also, wenn die Leute sagen, lass uns den Konflikt auf der Grundlage der Charta lösen, ja. Aber vergiss nicht, dass die Charta nicht nur von territorialer Integrität handelt. Und die territoriale Integrität muss nur respektiert werden, wenn die Regierungen legitim sind und das Recht ihres eigenen Volkes respektieren. Ich möchte zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast, über die Einführung oder die Enthüllung des hyperschallfähigen Waffensystems.
das du als ein Signal an den Westen bezeichnet hast. Welches Signal genau? Ich glaube, viele Amerikaner sind sich nicht einmal bewusst, dass das passiert ist. Welche Botschaft wolltest du damit senden, es der Welt zu zeigen? Nun, die Botschaft ist, dass ihr, die Vereinigten Staaten und die Verbündeten der Vereinigten Staaten, die ebenfalls diese Langstreckenwaffen an das Kiewer Regime liefern, verstehen müsst, dass wir bereit wären, jedes Mittel einzusetzen, um zu verhindern, dass sie in dem, was sie als strategische Niederlage Russlands bezeichnen, erfolgreich sind. Sie kämpfen darum, die Hegemonie über die Welt zu behalten, über jedes Land, jede Region, jeden Kontinent. Wir kämpfen für unsere legitimen Sicherheitsinteressen. Sie sagen zum Beispiel die Grenzen von 1991. Lindsey Graham, der vor einiger Zeit Zelensky für ein weiteres Gespräch besucht hat, hat ganz offen, in Anwesenheit von Zelensky, sagt, dass die Ukraine sehr reich an seltenen Erden ist und wir können diesen Reichtum nicht den Russen überlassen. Wir müssen es nehmen. Wir kämpfen sie für das Regime, das bereit ist, dem Westen alle natürlichen und menschlichen Ressourcen zu verkaufen oder zu geben. Wir kämpfen für die Menschen, die seit Jahrhunderten auf diesen Ländern leben, deren Vorfahren tatsächlich diese Länder entwickelt haben, Städte gebaut haben, Fabriken, für Jahrhunderte und Jahrhunderte. Uns liegen die Menschen am Herzen, nicht die natürlichen Ressourcen, die jemand in den Vereinigten Staaten gerne behalten würde, und die Ukrainer einfach als Diener auf diesen natürlichen Ressourcen sitzen zu haben. Die Botschaft, die wir mit dem Testen dieses hyperschallfähigen Systems in der Praxis vermitteln wollten, ist, dass wir werden bereit sein, alles zu tun, um unsere legitimen Interessen zu verteidigen. Wir hassen es sogar, an einen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu denken, der nuklearer Natur sein wird. Unsere Militärdoktrin besagt, dass das Wichtigste ist, einen Atomkrieg zu vermeiden. Und es war übrigens uns, die im Januar 2022 die Botschaft, die gemeinsame Erklärung der Führer der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die besagt, dass wir alles tun werden, um eine Konfrontation zwischen uns zu vermeiden, indem wir die Sicherheitsinteressen und Bedenken des anderen anerkennen und respektieren. Das war unsere Initiative. Und die Sicherheitsinteressen Russlands wurden völlig ignoriert, als sie etwa zur gleichen Zeit den Vorschlag abgelehnt haben, einen Vertrag über Sicherheitsgarantien für Russland und die Ukraine abzuschließen, im Kontext des Zusammenlebens. Und in dem Kontext, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO oder eines anderen Militärbündnisses werden würde. Dieses Sicherheitsinteresse von Russlands Sicherheitsinteressen wurden im Dezember 2021 dem Westen, der NATO und den Vereinigten Staaten präsentiert. Wir haben sie mehrere Male besprochen, unter anderem während meines Treffens mit Tony Blinken in Genf Ende Januar 2022, und das wurde abgelehnt. Wir möchten auf jeden Fall Missverständnisse vermeiden. Und da einige Leute in Washington und einige Leute in London, in Brüssel, anscheinend nicht sehr fähig sind, das zu verstehen. Wir werden zusätzliche Botschaften senden, wenn sie nicht die notwendigen Schlüsse ziehen. Die Tatsache, dass wir ein Gespräch über einen möglichen nuklearen Austausch führen und es real ist bemerkenswert. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals sehen würde. Und das wirft die Frage auf, welcher geheime Dialog gibt es zwischen Russland und den Vereinigten Staaten?
Gab es in den letzten 2,5 Jahren, gibt es irgendwelche Gespräche, die gerade stattfinden? Es gibt mehrere Kanäle, aber hauptsächlich geht es um den Austausch von Personen, die in Russland und in den Vereinigten Staaten ihre Strafen absitzen. Es gab mehrere Austauschaktionen. Es gibt auch Kanäle, die nicht beworben oder öffentlich gemacht werden. Aber im Grunde haben die Amerikaner über diese Kanäle die gleiche Botschaft gesendet, die sie öffentlich gesendet haben. Du musst aufhören. Du musst den Weg akzeptieren, der auf den Bedürfnissen und der Position der Ukraine basiert. Sie unterstützen das absolut sinnlos. Die Friedensformel von Zelensky, die kürzlich im Rahmen des Siegesplans vorgestellt wurde. Sie haben mehrere Serien von Treffen abgehalten, im Kopenhagener Format, in Burgenstock, was auch immer. Und sie haben gesagt, dass sie im nächsten Jahr, im ersten Halbjahr, eine weitere Konferenz einberufen werden und Russland dann freundlich einladen werden. Und dann würde Russland ein Ultimatum präsentiert bekommen. Das alles wird ernsthaft durch verschiedene vertrauliche Kanäle wiederholt. Jetzt hören wir etwas anderes, einschließlich der Aussagen von Zelensky, dass wir jetzt an der Linie des Engagements, an der Kontaktlinie stoppen können. Die ukrainische Regierung wird in die NATO aufgenommen, aber die NATO-Garantien. In diesem Stadium würde nur das von der Regierung kontrollierte Gebiet abgedeckt werden und der Rest würde Gegenstand von Verhandlungen sein. Aber das Endergebnis dieser Verhandlungen muss der totale Rückzug Russlands von russischem Boden sein, im Grunde genommen. Die russischen Menschen dem narzisstischen Regime zu überlassen, das alle Rechte der russischen und russischsprachigen Bürger ihres eigenen Landes ausgerottet hat. Wenn ich nur zur Frage des nuklearen Austauschs zurückkomme, gibt es also keinen Mechanismus, durch den die Führer von Russland und den Vereinigten Staaten miteinander sprechen können, um Missverständnisse zu vermeiden, die hunderte Millionen Menschen töten könnten. Nein, nein, nein. Wir haben diesen Kanal, der automatisch aktiviert wird, wenn ein Start von ballistischen Raketen stattfindet. Was diese Arechnik, eine hyperschallballistische Rakete betrifft, die Mittelstreckenrakete, 30 Minuten im Voraus hat dieses System die Nachricht an die Vereinigten Staaten gesendet. Und sie wussten, dass das der Fall war und dass sie es nicht mit etwas Größerem und wirklich Gefährlichem verwechseln. Ich finde, das System klingt sehr gefährlich. Naja, es war ein Teststart, weißt du. Ja. Oh, du sprichst von dem Test. Okay. Aber ich frage mich nur, wie besorgt du bist, dass, wenn man bedenkt, dass es anscheinend nicht viel Gespräch zwischen den beiden Ländern gibt, beide Seiten darüber sprechen, die Bevölkerung des anderen auszurotten, das irgendwie sehr schnell außer Kontrolle geraten könnte und niemand es stoppen könnte. Es scheint unglaublich. Nein, das sind wir nicht. Wir reden nicht davon, irgendjemandes Bevölkerung auszurotten. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Wir haben seit Jahren und Jahren gewarnt, dass es ein Problem schaffen wird. Wenn die NATO immer näher an unsere Grenzen rückt. Ja. Im Jahr 2007 begann Putin den Menschen zu erklären, die anscheinend von dem Ende der Geschichte überrollt wurden. Und dominant, keine Herausforderung und so weiter und so fort. Und natürlich, als der Putsch stattfand, haben die Amerikaner nicht verborgen, dass sie dahinter steckten. Es gibt ein Gespräch zwischen Victoria Nuland und dem damaligen amerikanischen Botschafter in Kiew, in dem sie über Persönlichkeiten sprechen, die nach dem Putsch in die neue Regierung aufgenommen werden sollen. Die Zahl von $5 Milliarden, die nach der Unabhängigkeit in die Ukraine investiert wurden, wurde
als Garantie erwähnt, dass alles so laufen würde, wie die Amerikaner es wollen. Also haben wir nicht die Absicht, die ukrainische Bevölkerung auszurotten. Sie sind Brüder und Schwestern des russischen Volkes. Wie viele sind bisher auf beiden Seiten gestorben? Das wird von den Ukrainern nicht offengelegt. Zelensky hat gesagt, dass es viel weniger als 80.000 Personen auf ukrainischer Seite sind. Aber es gibt eine sehr zuverlässige Zahl in Palästina. Im Laufe eines Jahres, nachdem die Israelis die Operation als Reaktion auf diesen Terroranschlag gestartet haben, den wir verurteilt haben, hat diese Operation natürlich die Dimensionen einer kollektiven Bestrafung angenommen, die auch gegen das internationale humanitäre Recht verstößt. Also, im Laufe eines Jahres, nachdem die Operation in Palästina begonnen hat, wird die Zahl der getöteten palästinensischen Zivilisten auf 45.000 geschätzt. Das ist fast doppelt so viel wie die Zahl der Zivilisten auf beiden Seiten des ukrainischen Konflikts, die in den 10 Jahren nach dem Putsch gestorben sind. 1 Jahr und 10 Jahre. Es ist also eine Tragödie in der Ukraine, es ist eine Katastrophe in Palästina, aber wir hatten niemals das Ziel, Menschen zu töten. Und das ukrainische Regime hat es getan. Der Leiter des Büros von Zelensky hat einmal gesagt, dass wir dafür sorgen werden, dass Städte wie Charkiw und Nikolaew vergessen, was Russisch überhaupt bedeutet. Ein anderer Typ in seinem Büro sagte, dass die Ukrainer die Russen ausrotten müssen. Durch das Gesetz oder wenn nötig physisch. Der ukrainische ehemalige Botschafter in Kasachstan, ich habe seinen Namen vergessen, wurde berühmt, als er ein Interview gab und in die Kamera schaute. Wird aufgezeichnet und ausgestrahlt. Er sagte, unsere Hauptaufgabe ist es, so viele Russen wie möglich zu töten, damit unsere Kinder weniger zu tun haben. Und solche Aussagen sind überall im Vokabular des Regimes zu finden. Wie viele Russen in Russland sind seit Februar 2022 gestorben? Es ist nicht meine Aufgabe, diese Informationen preiszugeben. In Zeiten militärischer Operationen gibt es besondere Regeln und unser Verteidigungsministerium hält sich an diese Regeln. Aber die sehr interessante Tatsache ist, dass als Zelensky nicht in der internationalen Arena, aber in seinem Comedy Club oder wie auch immer er heißt, gab es Videos aus dieser Zeit, als er offen die russische Sprache verteidigte. Er sagte, was ist falsch an der russischen Sprache? Ich spreche Russisch. Die Russen sind unsere Nachbarn. Russisch ist eine unserer Sprachen. Und verpisst euch, sagte er zu denen, die die russische Sprache und Kultur angreifen wollten. Als er Präsident wurde, hat er sich sehr schnell verändert. Und vor den militärischen Operationen im September 2021 wurde er interviewt. Und zu dieser Zeit führte er Krieg gegen den Donbass unter Verletzung der Minsker Vereinbarungen. Und der Interviewer fragte ihn, was er über die Menschen auf der anderen Seite der Kontaktlinie dachte. Und er antwortete, sehr nachdenklich, weißt du, es gibt Menschen und es gibt Arten. Und wenn du, der in der Ukraine lebt, dich mit der russischen Kultur verbunden fühlst, mein Rat an dich, für das Wohl deiner Kinder, für das Wohl deiner Enkel, geh nach Russland. Und wenn dieser Typ die Russen und Menschen der russischen Kultur wieder unter seine territoriale Integrität bringen will,
dann zeigt das, dass er nicht zurechnungsfähig ist.